Heute machen wir weiter mit dem Zeichnen. Das Skizzenbuch hatten wir ja erklärt. Das Skizzenbuch begleitet dich jetzt die ganze Zeit. Ja, also ich muss nicht mehr darüber reden. Alles, was wir jetzt besprechen, kann auch im Skizzenbuch passieren, kann aber auch im größeren Format passieren. Ist ganz egal. Wichtig ist, dass wir letztes Mal über die Schraffur geredet haben. Warum habe ich eigentlich mit der Schraffur angefangen? Weil ich merke immer wieder, dass die Leute Umrisse zeichnen, mehr oder weniger gut, mit mehr oder weniger Wissen. Und dann wissen sie nicht, wie sie es füllen sollen. Wenn sie dann Menschen malen, dann merkt man, da passiert irgendwas, was nicht anatomisch falsch aussieht und so weiter. Aber ich habe ja gesagt, es geht immer vom Hell ins Dunkel, vom Dunkel ins Hell zu kommen. Und die Schraffur lehrt uns, wie man diese Grauabstufung, wie man sie sozusagen zeichnet und wie man sie vor allen Dingen empfindet. Das Auge muss ja die Korrekturen machen. Und damit wir gleich mal sehen, was man damit machen kann, habe ich den Vorschlag, dass wir heute mal ganz einfache Objekte malen, und zwar Licht und Schatten. Nur mal als Voraussicht, es ist ein Würfel, es ist ein Zylinder, es ist ein Kegel und es ist eine Kugel. Also mit dem Würfel, wenn wir mit dem Würfel jetzt anfangen. Der Würfel ist ja, das kann ja jeder irgendwie einen Würfel zeichnen, so. Wir haben jetzt 3 Seiten vom Würfel, sehen wir. Und wir bestimmen immer das Licht. Also wir sagen immer, von wo kommt das Licht. Wir machen uns mal einen Pfeil hier, also das Licht kommt von links. Dann weiß man natürlich, dass hier an der anderen Seite der Schatten ist. Jetzt kann man sagen, das Licht ist etwas flach. Das bedeutet, die Vorderseite kriegt besonders viel Licht und die obere Seite kriegt zwar auch Licht, aber etwas weniger. Das bedeutet, die Seite ist nicht ganz so dunkel und die vom Licht abgewendete Seite ist die dunkelste von allen 3 Seiten. Und wir können uns auch überlegen, aha, dieses Ding hier wird seinen Schatten irgendwo in diese Richtung lenken. Ja, also das nennt man den Schlagschatten. Ja, also das ist der Schatten, den der Körper auf eine Ebene, auf eine Fläche wirft. Und Körperschatten ist der Schatten, den das Objekt selber wirft, weil es sich vom Licht wegdreht. Also alles, was im Körper an Schatten passiert, sind Körperschatten und das, was der Körper auf eine Fläche projiziert, nennt man Schlagschatten. So, der Würfel ist ja ziemlich einfach. Ja, das wird vielleicht jeder halbwegs hinkriegen. Was passiert aber jetzt, wenn wir einen Zylinder machen? Ich versuche mal bei dem Zylinder jetzt erstmal folgende Überlegung zu machen. Wir machen einen Quader. Quader ist etwas, was einen quadratischen Grundriss hat, aber viel länger ist als ein Würfel. So, wenn ich die Oberfläche abkante, ja, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Holzblock und kanten hier diese Flächen ab. Und dann machen wir Senkrechten. Ihr seht jetzt also, hier entsteht, übrigens, wenn ich Sie und Du noch durcheinander haue, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich hatte mich so an Sie gewöhnt, aber ich werde dich jetzt immer versuchen, mit Du anzusprechen. So, also, jetzt haben wir also ein Quader mit nicht nur 4 Ecken, sondern mit 8 Ecken. So, und jetzt machen wir genau dasselbe. Wir sagen, das Licht kommt von hier. Was passiert jetzt? Diese vordere Seite wird am meisten Licht haben. Die Seite ist jetzt schon etwas vom Licht weggedreht. Wir sehen, die wird jetzt etwas weniger Licht bekommen. Das bedeutet, ich kann einen schwachen Grauwert reinsetzen. Und die vom Licht abgewendete Seite, die kann ich jetzt wieder wirklich dunkel machen. Beide sind Körperschatten, aber die sind unterschiedlich intensiv, weil natürlich die eine Fläche vom Licht sozusagen mehr getroffen wird. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, dann könnte man sogar sagen, dass diese Fläche, die man jetzt gar nicht so richtig sieht, dass die Fläche sogar am meisten Licht kriegt, weil das ja diagonal fällt. Und jetzt könnte ich der vorderen Fläche sogar noch einen ganz leichten Ton geben. So, wir sehen, aus dem Würfel wird ein Zylinder ähnlich, also dem Zylinder schon sehr nahes Objekt. Aber wir sehen, wir haben jetzt mehrere Schattierungen. Wir haben nicht nur 2, 3, sondern wir haben 1, 2, 3, 4. Weil wir eben mehr Flächen haben und jede Fläche sich unterschiedlich zum Licht verhält. Also der Schlagschatten ist wieder, und das merkst du jetzt vielleicht, der Schlagschatten ist eigentlich immer dunkler als der Körperschatten. Warum ist das so? Weil der Schlagschatten im Prinzip meistens auf eine flache Fläche fällt.
Der Körperschatten, also ein Körper, der steht, empfängt natürlich von allen möglichen Richtungen auch andere Reflexionen. Deswegen gibt es da Nuancierung der Grauwerte. Wenn wir jetzt an etwas Schwierigeres gehen, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Zylinder. Jetzt schaut ihr mal an, ein Zylinder ist ja irgendwas, ihr wisst, ein Kreis in der Ansicht ist ein Kreis, aber wenn man den flach anguckt, wird es eine Ellipse. Das weiß jeder, aber jeder weiß auch, dass diese blöden Ellipsen schlecht zu zeichnen sind. Damit beschäftigen wir uns später. Es geht jetzt nicht darum, einen wunderschönen Zylinder zu machen, aber erstmal das Prinzip. Wir wollen ja Schraffuren machen. Ihr seht, was die Schraffuren schon alles können. Jetzt gucken wir uns mal so einen Zylinder an. Wenn ich jetzt mal das Licht hier drauf halte, ja, seht ihr alleine an dem Schatten, dass der Schatten uns natürlich erzählt, von wo das Licht kommt. Also je mehr ich nach hier komme, umso mehr sehe ich hier Licht. Je mehr ich von der Seite komme, umso weniger sehe ich Licht. Aber ich sehe, hier wird es dunkel und auf einmal, oh Wunder, obwohl das Licht hier sozusagen von hier kommt, merke ich, dass hier eine Stelle ist, die wieder hell wird. Weil genau diese Stelle ja zum Raum sich öffnet und hier sind noch andere Lichtquellen. Und meistens ist es so, dass beim Zylinder, bei runden Formen, die dunkelste Stelle nicht unbedingt an der lichtabgewandtesten Seite ist, sondern irgendwo dazwischen. Weil die lichtabgewandteste Seite empfängt wieder Licht von der Umgebung. Wir werden das gleich sehen, wenn wir es zeichnen, dass da wirklich ein magisch-räumliches Gefühl entsteht. Also, wir haben ja gelernt, vom Dunkeln, jetzt müssen wir unsere Schraffuhr anwenden, vom letzten Mal. Also, ich sage, das Licht kommt hier. Also, dieser Bereich, den ich jetzt ganz dünn zeichne, ich weiß nicht, ob ihr das sieht, den berühre ich nicht, weil das ist der hellste Bereich. Jetzt fange ich mal an mit einer ganz leichten Schraffur. Und die kreuze ich jetzt und mache im Prinzip diese ganze Seite erstmal ganz leicht. Und jetzt muss ja ganz langsam, müssen wir ins Dunkel kommen. Ja, ich kreuze jetzt mal das. Ich mache jetzt ein bisschen wilde Schraffur, aber kein Sauerkraut vom letzten Mal, sondern ich arbeite mit geraden Linien, aber jetzt nicht sehr regelmäßig, das ist egal. Ja. Da das jetzt so diagonal kommt, kommt hier an dieser Seite auch noch ein leichter Grauton. Wir sehen, jetzt entsteht genau dort, wo das Licht senkrecht auf den Zylinder fällt. Dort haben wir, und das ist unsere ganz wertvolle Weißfläche vom Papier, die berühren wir natürlich nicht. Und jetzt müssen wir mit unseren Augen wieder zusammenkneifen und wirklich versuchen, einen sehr homogenen Übergang von hell ins Dunkel zu machen. Und das, was ich jetzt gerade sagte, ich drücke jetzt mal ein bisschen nicht am Ende, sondern hier vor dem Ende drücke ich jetzt ein bisschen mit dem Bleistift auf und wir sehen, es entsteht jetzt auf einmal so langsam die runde Form. Ja? Weil hier das Licht die ganze Sache von hier nach hier sozusagen dunkel macht. Aber wir haben gemerkt, dass wenn wir auf die andere Seite, gegenüberliegende Seite vom Licht kommen, da kann man wieder etwas auffällen. Aber natürlich verglichen mit der Lichtseite, mit der Einseite, ist diese Aufhellung natürlich nur sehr, sehr gering. Und das kann man jetzt, da kann man jetzt drüber legen, noch ein paar Layer und so weiter. So. Und jetzt könnte man sagen, diese Fläche hier oben, wie bei dem Würfel, hier mache ich eine kleine Schraffur rein, weil wir ein sehr flaches Licht haben. Und wir sehen, dass die direkt angestrahlte Seite sehr hell ist und oben wird es wieder ein bisschen flach. Und jetzt machen wir wieder, wie immer, unseren Schlagschatten. So. Und den können wir wieder extrem dunkel machen. Dunkel schadet nie. Da sieht man sofort, das ist der Schlagschatten. Der hat ja auch eine Dunkelheit, der changiert nicht, ja, da versuchen wir wirklich in diesem Schlagschatten verhältnismäßig homogen zu bleiben. So, super, jetzt haben wir aus dem Würfel einen Quader mit 8 Ecken und jetzt haben wir einen Zylinder. Mal sehen, was wir jetzt machen. Jetzt versuchen wir mal wir gehen wieder vom quadratischen Grundriss aus, wir versuchen jetzt einen Kegel zu machen. Aber ein Kegel, das Einfachste eines Kegels, bevor man den Kegel macht, ist eigentlich
Eine Pyramide. Die Pyramide entsteht, wenn man die Diagonale des Quadrats macht, da eine Senkrechte bildet und diese verbindet, hätte man eine Pyramide. Und wenn das Licht wieder von hier kommt, ist das natürlich die Lichtseite und hier, das können wir ganz schnell machen, haben wir die Pyramide sofort in Licht und Schatten getrennt. Und wir können jetzt hier wieder von der Ecke nach der Ecke die Sachen verbinden. Zum Schatten werde ich später noch viel, viel intensiver kommen. Wer den Schatten noch nicht sofort hinkriegt, das ist nicht so schlimm. So. Jetzt werden wir aber den Kegel zeichnen. Der Kegel ist natürlich, der ist schon viel, viel komplizierter, weil er mit verschiedenen, das sind keine parallelen Bewegungen, sondern sind konisch zulaufende Bewegungen. Also wenn wir hier den Kreis haben und die Senkrechte hier drüber stellen, dann können wir hier die Außenseiten der Ellipse verbinden und hätten den Kegel. Auch hier bestimmen wir jetzt wieder das Licht, das kommt wieder aus derselben Richtung wie immer. Und ich weiß jetzt in diesem Bereich, und hier sehen wir, ich mache jetzt einen Keil, also wenn man jetzt den Kegel hier in gleiche Segmente einteilt, weiß man, diese Segmente werden vom Licht bis auf die andere Seite immer dunkler. Das machen wir jetzt mal. Wir fangen mal wieder an. Und hier sehen wir, wir müssen immer konisch arbeiten, konisch arbeiten. Man muss natürlich das Objekt, was man da hat, muss man natürlich auch verstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nase zeichnen würde, müsste ich natürlich wissen, wie diese Nase räumlich im Raum steht, um zu wissen, wo das Licht wirklich hingeht. Das muss man üben. Aber ich glaube, wenn man das hier halbwegs schon so hinkriegt, dass die Objekte, die geometrischen Objekte räumlich aussehen, dann hat man schon viel gewonnen. So, das werde ich nicht ganz ausfinden. Hier könnte man sich noch eine Weile damit beschäftigen, aber das Prinzip ist klar. So, und jetzt kommt wohl das schwierigste Objekt für die meisten, das ist eine Kugel. Eine Kugel, da hat man ja überhaupt keine Parallelen mehr, sondern die Verlagerung des Lichts zum Schatten ist immer kreisförmig. Also man muss immer in Kreisen denken. So, also wenn ich jetzt eine Kugel zeichne, und ich würde euch bitten, erstmal die Kugel wirklich aus der Hand zu zeichnen. Man kann sie immer noch reparieren. Ich möchte, dass ihr auch so versteht, wie so ein Kreis entsteht. Man hat für einen Kreis, das Auge hat hat einen guten Sinn für, was ein Kreis ist und was kein. Also man merkt, wo die Beulen sind und so, die kann man alle ausgleichen. Ja? Und es muss nicht 100 brennen, es ist halt eine eirige Kugel. Aber auch hier kann ich jetzt den Punkt, und hier haben wir jetzt einen Punkt. Wir hatten beim Zylinder hatten wir eine Parallele, die gleiche Energie hatte. Hier haben wir ein Dreieck beim Kegel und hier haben wir jetzt einen Kreis. Das bedeutet, kreisförmig wird jetzt das Licht immer dunkler. Ihr seht, ich bin hier schon wirklich in dem Raum drin. Das ist jetzt etwas komplizierter. Ich will auch nicht weiter hier reingehen, da werden wir später uns noch damit beschäftigen, wie eigentlich diese Kreise zustande kommen. Aber nur mal als Prinzip. Also ich muss jetzt, wenn ich jetzt arbeite, muss ich immer in der Kugel denken. Also hier ist der Punkt und hier wird es dunkler. Ja? Also ich muss immer wieder in diesen verzerrten Kreis auch denken. So. Und für die Kugel gilt natürlich dasselbe, was für den Zylinder und für den Kegel galt. Also hier in diesem Bereich irgendwo ist die dunkelste Stelle. Weil dort, wo die Kugel den Boden berührt, gerade wenn dieser Boden ganz hell ist, dann gibt es natürlich hier eine Reflexion, die dann
wieder zu einer leichten Aufhellung führt. Wenn ich jetzt die Kreise rausradiere, ja, da merkt man schon, hier entsteht gerade was. Die Kugel wird kugelig. Man kann dann auch mal einen einen Zirkel kann man dann nehmen und sich dann den Kreis nochmal ordentlich reinzeichnen. Muss aber nicht sein. Aber manche wollen es sehr genau haben, dann sollen sie halt einen Zirkel nehmen. Oder eine Kreisschablone und so weiter. So, und hier muss natürlich auch wieder der Schatten gezeichnet werden. Wir sehen, auch den können wir jetzt richtig kräftig zeichnen. So, ja, sieht doch schon nicht schlecht aus. Ich werde jetzt immer mal wieder, wenn wir so eine Übung machen, werde ich das vorher vorbereitet haben, und zwar auf einem iPad. Ich zeichne sehr gerne auf dem iPad. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Zeichenprogramme, auf die man zeichnen kann. Und ich werde jetzt mal eine Zeichnung abspielen, die ich vorher gemacht habe. Im Prinzip dasselbe Thema, aber wir sehen, wie weit so ein Thema gehen kann. Da habe ich also ein bisschen länger gebraucht, als ich jetzt brauche. Aber wir werden es uns mal angucken. Ich hole mal das iPad. Also man sieht jetzt, wie erst in einfachen Strichen das aufgebaut wird. Die Schatten werden gesetzt, die Schlagschatten werden gesetzt. Man sieht schon, es wird räumlich. Ja. So, jetzt habe ich das aber auf weißem Untergrund. Ich schiebe den Untergrund, schiebe ein Grau drunter. Und jetzt kann ich mit Weiß die Lichter erhöhen. Man sieht das, ja. Und ich kann den Untergrund jetzt auch ein bisschen changierend machen. Von links oben wird es heller, nach unten wird es ein bisschen dunkler. Und jetzt kann man an den Objekten zeichnen, immer wieder drüber gehen, bis sie immer räumlicher werden. Und das ist natürlich interessant, ja, dass man jetzt eigentlich solche Körper so lange modellieren kann, bis sie wirklich auf einmal aus dem Bild rausspringen. Also so ein Bild, das, was wir gerade gemacht haben, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert, aber man kann sich an so einem Bild gut und gerne mal 2 Stunden aufhalten, bis man denkt, jetzt habe ich es richtig rund gekriegt. Ja? Und wenn man dann soweit ist, dann merkt man, wie hat man das geschafft? Man hat das nur geschafft, indem man vom Hell ins Dunkel gegangen ist. Indem man so kontinuierlich gegangen ist, wie das Licht eben geht. Das Licht arbeitet sich am Objekt entlang. Und wir können nur Räume zeichnen, wenn wir das Objekt verstanden haben. Also wenn ich weiß, ein Zylinder, der Verlauf ist parallel, beim Kegel ist er dreiecksförmig und bei der Kugel ist der Verlauf kreisförmig. Wenn ich das kapiert habe, dann weiß ich eigentlich auch, was ich da zeichne. Und das immer mal wieder üben, das hilft sehr. Wir werden ab dem nächsten Mal etwas machen, was sehr, sehr interessant wird für unsere ganze Entwicklung der Zeichnung. Wir fangen jetzt endlich mal an, über Perspektive zu reden. Vielen Dank.